Linda Sobek wurde am 9. Juli 1968 in Los Angeles, Kalifornien, USA geboren. Sie war das zweite Kind von Robert Sorbs und Lane Wright. Ihr älterer Bruder Steve wurde bald zu einem guten Freund seiner Schwester. Robert und Lane waren verantwortungsbewusste und hingebungsvolle Eltern, die hart daran arbeiteten, ihren Kindern starke moralische Werte zu vermitteln. Die kleine Linda war sehr schüchtern und stark an ihre Familie gebunden. Als Kind liebte sie es, mit ihrem Vater und ihrem Bruder wandern zu gehen, und mit ihrer Mutter kuschelte sie gerne und beschäftigte sich mit typischen Mädchendingen. Als Linda auf die Highschool kam, wurde sie geselliger und selbstbewusster. Ihre Mutter bemerkte ihr attraktives Gesicht und schlug ihr vor, sich leicht zu schminken, um ihre schönen Züge zu betonen. Nach Rücksprache mit Lane meldete sich Linda bei einer Modelagentur an. Obwohl sie zunächst zögerte, war sie bald von dem, was sie lernte, begeistert und zeigte sich vor der Kamera selbstbewusst und gelassen. Was ihr an Raffinesse fehlte, glich sie durch großen Fleiß und ausgeprägten Ehrgeiz aus. Von diesem Moment an begann Linda an Modenschauen teilzunehmen und kleine Fotoshootings mit Amateuren zu machen, um ihr Portfolio zu erweitern. Gleichzeitig war sie Cheerleaderin in der Schule. Nach ihrem Schulabschluss im Jahr 1986 wurde ihr klar, dass sie sich ganz ihrer Modelkarriere widmen wollte. Trotz ihrer Größe von nur 1,60 Meter, was für den Laufsteg als Nachteil galt, bekam sie nach und nach Aufträge, vor allem für Kataloge, Werbespots und Zeitschriften. Mit 21 Jahren ging Linda zu einem Vorsprechen, um Cheerleaderin eines bekannten American Football Teams zu werden. Sie setzte sich gegen Tausende von Mitbewerberinnen durch und bekam einen Platz im Team. Die ganze Familie feierte ihren Erfolg, aber für Steve war es besonders aufregend. Dank ihres Charmes wurde Linda im Jahr 1991 als Cheerleaderin des Jahres ausgezeichnet, was ihr Popularität in der Unterhaltungswelt einbrachte und ihr ermöglichte, viele Prominente aus Sport und Film kennenzulernen. 2 Jahre später, als sie die Cheerleader-Gruppe verließ, hagelte es Angebote für sie, und es war für sie normal, bis zu 3 Fotoshootings pro Tag zu absolvieren. Dadurch konnte sie von ihren Eltern ausziehen und in ein Haus ziehen, das sie sich mit 3 anderen Mädchen teilte, die ebenfalls ihre Karriere aufbauten. Die Welt der Laufstege war zwar sehr intensiv, hinderte Linda jedoch nicht daran, Zeit für ihre Lieben zu finden, insbesondere für ihre Mutter. Ihre Familie war überglücklich zu sehen, wie sie ihrem Traum näher kam. Aber Linda wollte sich nicht mit dem Erreichten zufrieden geben. Sie war sich bewusst, dass eine Karriere als Model nur vorübergehend sein kann, und begann, ihre Zukunft zu planen. Ihr neues Ziel war es, Schauspielerin zu werden, und sie begann, für verschiedene Rollen im Fernsehen vorzusprechen. Anfang Oktober 1995 verteilte Linda bei einer Veranstaltung in Las Vegas ihre Visitenkarte an mehrere Fotografen. Einen Monat später wurde sie zu einem Fotoshooting für ein Automagazin eingeladen. Der Fotograf war Charles Rapp, ein bekannter Profi in seinem Bereich, der als freundlicher Mensch beschrieben wurde, aber unter Arbeitsdruck manchmal etwas ruppig sein konnte. Am 16. November wachte Linda in gehobener Stimmung auf. Sie hatte ein Casting für die beliebte Fernsehsendung Married with Children vor sich. Früh am Morgen erhielt sie unerwartet einen Anruf mit dem Angebot, ein dringendes Fotoshooting zu machen. Da bis zum Casting noch Zeit war, willigte sie ein. Um genau 10:45 Uhr rief Linda ihre Mutter an, um ihr mitzuteilen, dass sie zu einem Fotoshooting eilen müsse, und versprach, später zurückzurufen. Sie sagte jedoch nicht, wohin sie ging und mit wem sie sich traf. Sie nahm ihre Kosmetiktasche und ihren Terminkalender mit, stieg ins Auto und fuhr zum vereinbarten Ort. Am Abend machte sich Elaine Sorgen, als sie merkte, dass sie nichts von Linda gehört hatte. Das war untypisch für sie. Normalerweise rief Linda immer an und erzählte von ihrem Tag, insbesondere von den Ergebnissen ihrer Vorsprechen, aber an diesem Tag blieb es still. Sie teilte ihre Besorgnis ihrem Sohn Steve mit, der versuchte, sie zu beruhigen, indem er vermutete, dass seine Schwester einfach nur beschäftigt sei. Am nächsten Morgen kontaktierte Elaine Lindas Nachbarinnen, aber keine von ihnen wusste, wo sie war. Als sich herausstellte, dass Linda nicht einmal zum Casting für Married with Children erschienen war, sank ihrer Mutter vor Schreck das Herz. Als Elaine begriff, dass etwas nicht stimmte, meldete sie ihre Tochter sofort bei der Polizei als vermisst. Die Polizei befragte zunächst die Nachbarinnen.
Die Mädchen bestätigten, dass sie Linda zuletzt gesehen hatten, als sie zu einem Fotoshooting ging. Ihr Tagesablauf war bekannt. Sie ging oft ins Fitnessstudio und besuchte ihre Lieblingsgeschäfte und Restaurants. Die Nachbarinnen erwähnten, dass Linda ihre Termine immer in einem Terminkalender notierte. Nach einer gründlichen Suche konnten die Polizisten dieses Notizbuch jedoch nicht in ihrem Zimmer finden. Die Ermittler besuchten das Fitnessstudio, in das Linda normalerweise ging. Das Personal kannte und mochte sie, teilte jedoch mit, dass sie am Vortag nicht dort gewesen war. Das Gleiche wiederholte sich auch an anderen Orten, die sie frequentierte. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Hotline eingerichtet, um Informationen über ihren Aufenthaltsort zu sammeln. Das Problem war jedoch, dass niemand wusste, wohin Linda gegangen war und wen sie treffen wollte. Seit ihrem Verschwinden waren bereits 2 Tage vergangen. Parallel dazu fand ein Müllmann, der in einer abgelegenen Gegend von Los Angeles entlang der Straße arbeitete, in einem Müllcontainer mehrere Fotos. Auf den Fotos war ein attraktives Mädchen zu sehen und er beschloss, 4 davon für sich zu behalten. Unterdessen befragte die Polizei weiterhin Lindas Ex-Freunde, Geschäftspartner und Menschen aus ihrem Umfeld. Allerdings mussten alle von der Liste der Verdächtigen gestrichen werden. Keiner von ihnen hatte Konflikte mit ihr gehabt. Seit Lindas Verschwinden waren bereits 4 Tage vergangen, aber die Polizei hatte noch immer kein Motiv und keinen entscheidenden Hinweis gefunden. Auf den ersten Blick hatte die Polizei weder Hinweise noch Verdächtige und die Ermittler begannen enttäuscht zu werden. Lindas Familie und Freunde beschlossen jedoch, nicht tatenlos zuzusehen. Sie druckten eine Anzeige mit ihrem Foto und detaillierten Informationen über sie und ihr Auto und setzten eine Belohnung von $2.000 für jede wertvolle Information aus. Dank Spenden konnten bald weitere $1.000 gesammelt werden. Das American Football Team, bei dem Linda einst Cheerleaderin war, veröffentlichte eine Pressemitteilung mit der Bitte um Hilfe und die Nachricht von ihrem Verschwinden verbreitete sich schnell in den Medien. Mehrere Fernsehsendungen widmeten diesem Fall viel Zeit. Dank dieser massiven Informationskampagne erhielt die Polizei etwa 100 Anrufe pro Stunde. Leider lieferte jedoch keiner davon konkrete Informationen über Lindas Aufenthaltsort. Der Fall schien ins Stocken geraten zu sein, bis ein wichtiges Detail die Aufmerksamkeit auf sich zog. Der Müllmann, der einige Tage zuvor die Fotos gefunden hatte, erkannte plötzlich, dass das Mädchen auf den Bildern die gesuchte Linda war. Er kontaktierte sofort die Polizei und gab den genauen Ort an dem er die Fotos gefunden hatte. Am nächsten Tag durchsuchten die Ermittler das Gebiet gründlich und fanden weitere Fotos sowie Lindas Tagebuch. Außerdem fanden sie einen Mietvertrag für einen Sportwagen. Dieses Dokument war auf den 16. November datiert, den Tag, an dem Linda verschwunden war. Das im Vertrag erwähnte Auto war ein Prototyp eines Geländewagens, der noch nicht in den Verkauf gekommen war. Die Polizei nahm den Vertrag als wichtiges Beweisstück mit. Danach konzentrierte sich die Suche nach Linda auf dieses Gebiet. An der Suchaktion beteiligten sich sogar Freiwillige, die jeden Winkel des Geländes absuchten. Nach etwa 4 Stunden fand eine Freundin von Linda ihre Kosmetiktasche in einem anderen Müllcontainer, der etwa 10 Kilometer von der Stelle entfernt war, an der ihr Tagebuch gefunden worden war. Bei der Analyse der gefundenen Beweise stellte die Polizei fest, dass der Name im Mietvertrag mit einem der Kontakte übereinstimmte, die Linda in ihrem Telefon gespeichert hatte. Endlich begann sich ein Licht am Ende des Tunnels abzuzeichnen. Als ob das noch nicht genug wäre, erhielt die Polizei fast zeitgleich einen anonymen Anruf über ein verlassenes Auto auf dem Parkplatz eines Restaurants in Kalifornien, das der Beschreibung von Lindas Auto entsprach. Am selben Abend, als die Ermittler das gefundene Auto untersuchten, das sich als tatsächlich Linda gehörend herausstellte, erhielten sie einen neuen Anruf. Diesmal war der Anruf jedoch nicht anonym. Am anderen Ende der Leitung war Charles, einer der Fotografen, mit denen Linda gelegentlich zusammenarbeitete. Er sagte, er habe Linda am Tag ihres Verschwindens gesehen, als sie sich morgens in einem Restaurant getroffen hätten, um ihr Portfolio zu besprechen. Seinen Angaben zufolge sei sie für das Fotoshooting nicht geeignet gewesen und sie hätten sich auf dem Parkplatz verabschiedet. Da der Ermittler erkannte, dass dies derselbe Mann war, dessen Name im Mietvertrag für das Auto stand, stellte er Charles eine direkte Frage zu dem Auto. Charles behauptete jedoch, er wisse nicht, wie dieses Dokument in ihre Sachen gelangt sei. Charles beharrte weiterhin auf seiner Unschuld und erklärte, er wisse nicht, wie ihre Sachen in den Müllcontainer gelangt seien.
Trotz all seiner Erklärungen und Versuche, sich aus dem Fall herauszuhalten, blieb er dennoch eine Schlüsselfigur für die Ermittlungen, da er offenbar der Letzte war, der Linda lebend gesehen hatte. Die Ermittler forderten ihn auf, zur weiteren Befragung auf die Wache zu kommen. Im Laufe der Ermittlungen fanden sie heraus, dass Charles und Linda sich tatsächlich vor einigen Wochen auf einer Automobilausstellung begegnet waren. Später am selben Tag rief Charles die Polizei an und erklärte, dass er nicht zur Wache kommen könne. Doch dann tätigte er einen weiteren seltsamen Anruf bei einer Bekannten, bei dem er offensichtlich betrunken war. Er begann zusammenhanglose Dinge zu sagen, darunter auch, dass er angeblich etwas mit Lindas Verschwinden zu tun habe. Zu allem Überfluss teilte er mit, dass er eine Pistole habe und sich das Leben nehmen wolle. Die Frau, die er angerufen hatte, war eine Reservepolizistin aus Los Angeles. Zusammen mit einem Kollegen begab sie sich sofort zu Charles' Haus, um eine Tragödie zu verhindern. Als sie dort ankamen, dauerte es eine Weile, ihn zu überzeugen, herauszukommen. Als er schließlich erschien, war deutlich zu sehen, dass er stark betrunken war und eine Pistole in der Hand hielt. Während des Gesprächs löste sich versehentlich ein Schuss und die Kugel prallte vom Asphalt ab und verletzte die Bekannte, die ihm helfen wollte. Glücklicherweise war die Verletzung nicht schwerwiegend, doch dieser Vorfall reichte aus, damit die Polizei Charles festnahm. Bei der Durchsuchung seines Hauses wurden mehr als 100 Schusswaffen gefunden, was an sich schon Verdacht erregte. Außerdem wurde eine Tasche mit Seilen, Klebeband und Alkohol sowie Dutzende ungewöhnlicher Fotos entdeckt, auf denen Models so posierten, als wären sie tot. Bei der Vernehmung änderte Charles seine ursprüngliche Version der Ereignisse vollständig. Nun behauptete er, dass er Linda tatsächlich für ein Fotoshooting engagiert habe, bei dem sie das in den Unterlagen erwähnte Auto fahren sollte. Seinen Angaben zufolge fand das Shooting am El Mirage Lake statt. Während des Shootings zeigte er Linda, wie man Stunts mit dem Auto macht, verlor jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug und streifte sie versehentlich mit dem Seitenspiegel. Als er aus dem Auto stieg und feststellte, dass Linda tot war, geriet er in Panik und begrub ihre Leiche im Wald. Charles bestand darauf, dass er durch diesen Vorfall so traumatisiert gewesen sei, dass er sich nicht mehr an die genaue Stelle der Begräbnisstätte erinnern könne. Die Polizei glaubte ihm jedoch nicht, und da es nicht genügend Beweise gegen ihn gab, um Anklage zu erheben, konnte er nur für eine begrenzte Zeit in Gewahrsam genommen werden. Die Polizisten beeilten sich mit den Ermittlungen, um Schwachstellen in seiner Version der Ereignisse zu finden. Am nächsten Tag fanden sie das Auto, das laut Charles Linda angefahren hatte. Das Fahrzeug war gründlich gereinigt worden, mindestens 2-mal. Die Kriminaltechniker fanden jedoch keine Spuren eines Aufpralls auf der Karosserie, weder Beulen noch Kratzer, die auf einen Unfall hindeuten konnten. Obwohl auf der Außenfläche keine Spuren von Stoff oder Haaren entdeckt wurden, fanden sich bei der Untersuchung des Innenraums rote Flecken in den Spalten zwischen den Sitzen sowie mehrere lange, helle Haare. Darüber hinaus wurde im Inneren des Fahrzeugs an einer der Türen eine tiefe Delle festgestellt, die auf einen Kampf hindeuten konnte. Im Laufe der Ermittlungen tauchten weitere Beweise auf, die Charles' Lage noch verschlimmerten. Models, die zuvor mit ihm gearbeitet hatten, berichteten, dass sein Verhalten nicht immer den beruflichen Umgangsformen entsprach. Mitunter benahm er sich sehr unangemessen. Diese Aussagen halfen der Polizei, ein bestimmtes Verhaltensmuster zu erkennen, das den Verdacht auf seine Beteiligung am Verschwinden von Linda verstärkte. Charles war dafür bekannt, Druck auf die Models auszuüben und sich gelegentlich unangebrachte Anspielungen zu erlauben, was bei den Mädchen Ablehnung hervorrief. Sie waren nur in Ausnahmefällen bereit, mit ihm zu arbeiten, wenn sie keine andere Wahl hatten. Die Situation um den Verdächtigen wurde noch komplizierter, als die Polizei erfuhr, dass Charles im Jahr 1979 in Ohio wegen sexueller Nötigung vor Gericht gestanden hatte. Damals schenkte der Richter jedoch seiner Darstellung Glauben, dass alles einvernehmlich geschehen sei. Charles wurde freigesprochen. In der Zwischenzeit bestätigten die Ergebnisse der DNA-Analyse, dass die Haare und Blutflecken, die im Auto gefunden worden waren, von Linda stammten. Nachdem sie alle Daten gesammelt hatten, beschlossen die Ermittler, eine List anzuwenden. Sie sagten Charles, dass sie seine Geschichte über den Unfall mit Linda glaubten. Sie fügten hinzu, dass es hilfreich wäre, ihre Leiche zu finden, um zu beweisen, dass es sich tatsächlich um einen Unfall gehandelt habe. Sobald Charles dies hörte, kehrte seine Erinnerung plötzlich zurück,
Und bereits am 25. November 1995 zeigte er aus einem Hubschrauber heraus auf die Stelle, an der er Linda seiner Aussage nach begraben hatte. Die Operation wurde von einem forensischen Anthropologen überwacht und nach 8 Stunden Suche wurde Lindas Leiche gefunden. Zur Überraschung aller war sie fast nicht verwest. Experten erklärten dies damit, dass die Kälte, die Höhenlage und das Fehlen von Sonnenlicht in der Schlucht den Verwesungsprozess verlangsamt hatten. Tatsächlich befanden sich ihre Überreste in einem Zustand, der dem eines Kühlschranks ähnelte. Nach 9 Tagen in der Leichenhalle stellten die Experten fest, dass Linda, wenn sie tatsächlich von einem Auto angefahren worden wäre, charakteristische Verletzungen im Bereich der Knie aufgewiesen hätte. Ihre Beine zeigten jedoch weder Brüche noch Abschürfungen. Stattdessen wurden Spuren festgestellt, die darauf hindeuteten, dass sie an den Knöcheln gefesselt worden war, und diese Spuren stimmten mit der Stärke des Seils überein, das in Charles' Haus gefunden worden war. Außerdem hatte Linda innere Blutungen, Hämatome an den Beinen, was darauf hindeutete, dass sie Gewalt ausgesetzt gewesen war. Ein weiterer wichtiger Punkt betraf ihre Kleidung. Wäre es ein zufälliger Unfall mit anschließender hastiger Beerdigung gewesen, wären ihre Kleider ungeordnet gewesen. Es sah jedoch so aus, als sei sie nach ihrem Tod umgezogen worden. Noch bedeutender war, dass ihr Gesicht keine Spuren von Make-up aufwies, obwohl sie angeblich zu einem Fotoshooting unterwegs gewesen war, während in ihrem Blut eine hohe Alkoholkonzentration festgestellt wurde. Das Fazit des Gerichtsmediziners war eindeutig. Linda wurde der Zugang zu Sauerstoff versperrt und sie wehrte sich vor ihrem Tod heftig. Für ihre Familie war es ein schwerer Schlag zu erfahren, dass die letzten Minuten ihres Lebens so qualvoll und schrecklich gewesen waren. Der Anwalt der Familie zeigte ihren Eltern und ihrem Bruder ein Foto ihres Leichnams, doch sie weigerten sich, sie in diesem Zustand anzusehen. Charles wurde offiziell verhaftet und wegen Mordes 1. Grades angeklagt. Das Gericht setzte eine Kaution in Höhe von $1 Million fest, doch Charles beharrte weiterhin auf seiner Unschuld. Nach einiger Zeit versuchte er in Haft, sich das Leben zu nehmen, woraufhin er unter strenge Überwachung gestellt wurde. Charles versuchte, sich zu rechtfertigen, indem er eine weitere Version des Geschehens vorbrachte und jedes Beweisstück zu erklären suchte, das auf seine Schuld hindeutete. Diesmal behauptete er, dass Linda selbst begonnen habe, ihn zu verführen, indem sie sich sogar ausgezogen habe. Als er jedoch nicht auf ihre Andeutungen eingegangen sei und einfach weiter Fotos von ihr gemacht habe, sei Linda angeblich wütend geworden. Charles erklärte, er habe sie beruhigen und überreden können, sich wieder anzuziehen und ihr anschließend gezeigt, wie man das Auto fährt. Genau in diesem Moment habe er sie versehentlich geschlagen, woraufhin sie gestürzt sei und sich eine Verletzung im Gesicht zugezogen habe. Charles behauptete weiter, er habe Linda ins Auto gesetzt, um sie ins Krankenhaus zu bringen, doch sie habe begonnen, mit ihm zu kämpfen und ihm gedroht, ihn zu verklagen. Er habe versucht, sie mit einer Hand festzuhalten, doch die Situation sei zunehmend aggressiv geworden. Um sie zu beruhigen, habe er sich seiner Aussage nach reitend auf sie gesetzt, bis sie aufgehört habe, sich zu wehren. Irgendwann habe er jedoch festgestellt, dass sie nicht mehr atmete. Er habe versucht, sie wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Was die Spuren von Seilen an ihren Knöcheln betraf, erklärte Charles, er habe ihre Beine gefesselt, um den Körper aus dem Auto zu tragen und zu begraben. Am 1. Dezember fand in der Kirche, in der sie aufgewachsen war, eine Trauerfeier zu Ehren von Linda statt. Mehr als 1000 Menschen kamen zur Beerdigung, nicht nur Freunde und Verwandte, sondern auch Menschen, die sie nie gekannt hatten, jedoch von der Tragödie ihres Todes tief bewegt waren. Die Medien berichteten ausführlich über dieses Ereignis, hoben hervor, welch strahlender Mensch Linda gewesen war und sprachen ihrer Familie ihr Beileid aus. Nach Lindas Beerdigung begannen ihre Angehörigen, Gerechtigkeit und die Bestrafung des Täters zu fordern. Die Polizei war unterdessen der Ansicht, dass die gesammelten Beweise für sich sprachen. Die Gewalt, der Linda ausgesetzt gewesen war, stimmte nicht mit Charles' Darstellung eines Unfalls überein. Als Charles erkannte, dass seine Position schwach war, versuchte er erneut, sich zu rechtfertigen. Er behauptete, er habe 5 Filmrollen, die angeblich beweisen würden, dass Linda freiwillig mit ihm in diesem Auto, einem Prototyp, der noch nicht auf den Markt gekommen war, intim geworden sei. Als diese Filme den Behörden übergeben wurden, stellte sich heraus, dass 4 davon tatsächlich Fotos einer Frau in Kleidern enthielten,
während der fünfte 13 unscharfe Aufnahmen einer Frau in provokanten Posen zeigte. Die Fotos waren jedoch über bereits belichteten Film aufgenommen worden, was es sehr schwierig machte zu erkennen, wo sich das Auto befand und wer auf den Aufnahmen zu sehen war. Letztendlich musste bestätigt werden, dass es sich tatsächlich um dasselbe Auto handelte. Und vor allem stellte sich die Frage, ob diese Frau tatsächlich Linda war. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Charles einige Wochen vor der Anmietung dieses Autos einen anderen Prototyp einer anderen Automarke fotografiert hatte. Daraufhin forderten die Ermittler von dem Unternehmen ein Bild des Innenraums dieses Fahrzeugs an. Mit Hilfe von Bildverbesserungstechnologien überlagerten die Experten die Fotos des Innenraums und des Armaturenbretts und konnten bestätigen, dass es sich um ein anderes Auto handelte. Außerdem stimmte die Figur der Frau auf den Aufnahmen nicht mit der Statur von Linda überein. Ihre Kleidung unterschied sich von der, die Linda am Tag ihres Verschwindens getragen hatte. Somit wurde diese Version von Charles verworfen. Die Polizei setzte auch den Kontakt zu den Models fort, die an den Fotoshootings für die in Charles' Haus gefundenen Aufnahmen teilgenommen hatten. Die Ermittler wollten sich vergewissern, dass alle lediglich für die Kamera posiert hatten und keiner von ihnen tatsächlich Gewalt ausgesetzt gewesen war. Zu diesem Zeitpunkt begannen einige Medien zu spekulieren, dass Charles mit dem Verschwinden von Frauen von Michigan bis Kalifornien und möglicherweise auch mit mehreren ungelösten Verbrechen in Verbindung stehen könnte. Es wurden jedoch keine Beweise gefunden, die ihn mit diesen Fällen in Zusammenhang brachten. Der Prozess gegen Charles begann Mitte Oktober 1996. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass er von Anfang an geplant habe, Linda in den Wald zu bringen, um sie zu einer intimen Beziehung zu überreden und sie, falls sie sich weigern sollte, dazu zu zwingen. Obwohl er ihr Alkohol anbot, was für Linda untypisch gewesen sei, wie ihre Freunde feststellten, gelang es ihm nicht, sie zu einer intimen Beziehung zu bewegen. Dann, so die Anklage, griff er zu Gewalt und tötete sie schließlich. Vor Gericht sagten 2 Models aus, die im Jahr 1994 mit Charles zusammengearbeitet hatten. Beide bestätigten, dass der Mann eine Abneigung gegen Linda gehabt habe und sich oft äußerst negativ über sie geäußert habe. Sie erfuhren dies zufällig, als sie über Lindas mögliche Teilnahme an Werbekampagnen für Badeanzüge diskutierten, woraufhin Charles erklärt habe, dass er niemals mit ihr arbeiten würde, es sei denn, man würde ihn dazu zwingen. In der Modelwelt kursierten Gerüchte, dass Linda Charles' Versuche, sie zu verführen, kategorisch zurückgewiesen habe, was bei ihm Wut und Groll ausgelöst habe. Charles und seine Verteidiger beharrten ihrerseits darauf, dass das Bildmaterial als Beweis für seine Unschuld dienen könne. Dieses Argument erwies sich jedoch als unzureichend und nicht überzeugend. Am Ende befanden die Geschworenen Charles am 2. November 1996 nach 6-stündiger Beratung für schuldig, sexuelle Gewalt und Mord 1. Grades begangen zu haben. Am nächsten Tag wurde er wegen des Mordes an Linda Sobek zu lebenslanger Haft ohne Bewährungsmöglichkeit verurteilt. Er wurde zur Verbüßung seiner Strafe in ein Männergefängnis in Kalifornien gebracht. Als die Geschworenen den Gerichtssaal verließen, umarmten Lindas Mutter, ihr Vater Robert und ihr Bruder Steve, tief bewegt, jeden einzelnen von ihnen, und bedankten sich. Später, um ihre Trauer in etwas Positives zu verwandeln, spendete Lindas Familie $1.000 aus dem Entschädigungsfonds für Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Am 10. Jahrestag von Lindas tragischem Tod empfanden ihre Angehörigen immer noch Schmerz und Wut. Sie konnten den Gedanken nicht loswerden, dass Linda vielleicht noch am Leben wäre, wenn der Richter im Jahr 1979 der Frau geglaubt hätte, die Charles der Vergewaltigung beschuldigt hatte und ihn ins Gefängnis geschickt hätte. Jedes Mal, wenn sie interviewt wurden, betonten die Mitglieder der Familie Sobek, wie schwer es gewesen sei, die Jahre ohne sie zu überstehen. Denn sie hinterließ eine Lücke, die niemand und nichts füllen konnte. Laut ihrer Mutter sei die Welt besser gewesen, als ihre geliebte Tochter Linda noch gelebt habe. Das Urteil war also gefällt und es schien, als habe die Gerechtigkeit gesiegt. Doch Jahre später, als der Fall Linda Sobek bereits zu einer Geschichte der Vergangenheit geworden war, kam es zu einer unerwarteten Wendung. Im Jahr 2010 stieß einer der Privatermittler, der an einem anderen Fall über das Verschwinden eines Mädchens arbeitete, auf ähnliche Elemente wie im Fall von Charles. Er begann, alte Fälle zu überprüfen, und bald bestätigten sich seine Vermutungen.
In ganz Kalifornien und darüber hinaus gab es Fälle von verschwundenen jungen Frauen. Alle hatten auf die eine oder andere Weise mit der Modelwelt zu tun. Der Ermittler begann mit einer gründlichen Untersuchung und stieß auf bislang unbekannte Fakten. Einige der Frauen, die in den 1980er und 1990er Jahren verschwunden waren, wiesen Gemeinsamkeiten mit Linda auf, arbeiteten als Models und nahmen an Fotoshootings mit wenig bekannten Fotografen teil. Am auffälligsten war jedoch, dass viele dieser Frauen mit demselben Agenten arbeiteten, der einst mit Charles zusammengearbeitet hatte. Daraufhin tauchten Hinweise auf geschlossene und geheime Clubs auf, an denen Charles und andere einflussreiche Fotografen jener Zeit angeblich beteiligt gewesen sein sollen. Diese Clubs waren der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt, doch unter Fachleuten der Modelbranche kursierten Gerüchte über sie. Es wurden genügend Hinweise gesammelt, um zu vermuten, dass Charles Teil eines größeren kriminellen Netzwerks gewesen war, das junge Models für seine dunklen Machenschaften missbrauchte. Bald wurden dem Gericht neue Beweise vorgelegt, und zur Überraschung aller gab Charles aus seiner Gefängniszelle zu, dass Linda nicht sein erstes Opfer gewesen sei. Widerwillig räumte er ein, dass er über viele Jahre hinweg mit anderen Kriminellen zusammengearbeitet habe, jedoch nie die Verantwortung für deren Morde übernommen habe. Diese neue Wendung in dem Fall schockierte die Öffentlichkeit und löste umfangreiche Ermittlungen aus. Viele Familien, die ihre Töchter verloren hatten, konnten endlich die Antworten erhalten, auf die sie so viele Jahre gewartet hatten. Es stellte sich heraus, dass Linda Sobek kein Zufallsopfer gewesen war. Sie war die letzte in einer langen Reihe tragischer Geschichten, die mit Grausamkeit und kriminellen Handlungen verbunden waren und sich hinter schönen Fotos und Hochglanzmagazinen verborgen hatten. So wurde ihr Tod zum Anfang vom Ende eines ganzen Netzwerks von Verbrechen, die sich in der Welt des Modelings versteckt hielten, und zugleich zu einem Symbol für den Kampf um Gerechtigkeit für jene, die unter dieser dunklen Seite der Branche gelitten hatten. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.